Willkommen zurück, ihr seid wieder dabei hier im Let's Play von Baldurs Gate 3. Letztes Mal haben wir den Avatar des Mirkul besiegt und haben uns hier schön mit allen unterhalten. Und jetzt gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, die ich hier in Akt 2 machen möchte. Einerseits müssen wir natürlich noch im Lager einige Gespräche führen. Ich denke, da wird noch definitiv was kommen. Und dann war, wenn mich nicht alles täuscht, hier noch so ein Keller beim Haus der Heilung. Und den möchte ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Da waren ein paar Gegner davor. Ich bin gespannt, ob die noch da sind. Schauen wir mal. Ich denke, so 1, 2 Folgen, vielleicht auch 3 werden es noch werden. Und dann geht es aber weiter in Akt 3. Ich freue mich persönlich schon drauf. Aber wie gesagt, jetzt müssen wir uns erstmal auf ein paar Gespräche einstellen. Wir gehen zurück zum Lager. Und schauen mal, was passiert. Hey, guck mal, der Will. Der Will. Smith. Gods be damned. With that parasite in his brain, Father could wreak untold havoc in the Absolute's name. Should Baldurs Gate fall to the Absolute, every one of the coast cities will be ripe for the plucking. We're not just fighting for our cure. We're fighting for my father. We're fighting for the Gate. We're fighting for all of Faerun. Stimmt, da war ja was. Da war ja was. Ging so ein bisschen unter, weil so viel los war in den letzten Folgen, ne? Aber ganz am Anfang, in der vorletzten Folge, da haben wir den Herzog Ravengard gesehen. Und der hat hier so eine Larve eingepflanzt bekommen. Und dann sind die mit dem abgehauen, ne? Ja, da war was. Der Kult der Absoluten hat Ravengard. Wo werden sie ihn hinbringen? Worms Rock Fortress. All travelers to Baldurs Gate flow through it. It serves as headquarters for the Flaming Fist and their commander, my father. The Absolute's army's on the march. Gods forbid a tadpoled Grand Duke throw open the gates for them. Oh, aber die Frage ist, hat der nicht immer noch einen eigenen Willen dann? Trotz Larve? Also ich meine, diese ganzen Absoluten hatten doch auch ihren eigenen Willen, oder? Die hatten zwar diese Larven drin, aber ich hatte immer das Gefühl, die wären da tatsächlich von überzeugt, dass die Absolute voll geil ist und so. Naja. Na gut, was wisst ihr über Gortash und Orin? Orin? I'd never heard tell of. But Gortash I know. Or know of, more precisely. A self-styled strategic advisor to Baldurs Gate's peers. A bit player with dreams of a leading role, the way Father told it. He had no use for Gortash, and even less for his advice. I don't remember much beyond that. But where these chosen are concerned, I have a suspicion we're about to know more than we'd like. Worüber wir natürlich auch noch reden sollten, ist der Pakt. Wir haben ja Mizora befreit. 6 Monate soll es jetzt dauern. Was mich ja jetzt mega interessieren würde, die Zeit geht ja hier weiter, ne? Das heißt, du schläfst ja, glaube ich, immer einen Tag. Wenn wir jetzt einfach 6 Monate lang schlafen würden, wäre dann der Pakt weg. Oh, das sollte mal jemand ausprobieren. Ich bin's nicht. Shotgun, ich bin's nicht. Macht das mal. Versucht's mal und sagt mir Bescheid. Dauert nur ein bisschen, ne? So 2, 3 Stündchen. Macht er schon. Wird schon. Mizora meinte, ihr könntet darüber reden, was zu eurem Pakt und eurem Exil führte. Es wird Zeit, dass ich die ganze Wahrheit erfahre. Das ging schnell. Ja, aber erst noch eine Frage. Wenn ihr eure Heimatstadt belagert werden würde, was würdet ihr opfern, um sie zu retten? Naja, also, meine Seele würde ich nicht aufgeben. It is. And I did. I was 17. Father, older Ravengard, had just been named a Grand Duke and was called away to Elturel to help settle a dispute. That's when the cult of the dragon made its move. The cult of the dragon, a fractured religion. Some believers hold that undead dragons will inherit the world. Others worship the dragon goddess Tiamat and intend to summon her to Faerun. Zufälligerweise
Habe ich einen Geschichtscheck bestanden und frage mich nun, was der Drachenkult in Baldurs Tor zu suchen hatte und warum. To conjure the Dragon Queen and lay waste to Baldurs Gate. A 10 day after father left, I heard a whisper as I slept. Duskhawk Hill, the Queen of Chaos awakens. Go alone. I grabbed a rapier and set out. There wasn't a cloud in the sky, yet not a single star was shining. There they were, gathered at the foot of the hill. Your head tingles. Will wants to show you what happened. Ja, zeig mal. In the looming shadow of the mount, 5 groups of 5 figures each encircle a lofty totem. Atop each totem, a dragon's head is carved, and a massive orb held in its mouth. The cultists chant, first softly, then crying to the starless sky. There is a crack of thunder, a gust of wind, and a dragon's white head appears in the storm. As the maelstrom howls, Missoura's lips press to your ear. She will destroy Baldurs Gate. Grant me your soul and I will give you the power to save it, she whispers. Oh weh. She read the terms while 2 devils stood witness. And I said yes. 1 soul for 1 city. Ja. War schon tapfer, ne? Aber auch ein bisschen dumm. I don't know that it was brave. I just know that it was right. The moment I agreed, I burned with the fires of Avernus and oozed the rot of Dis. Hast du dann Diss-Track gemacht? On our poisons and burned from our flames. And when we were done, all that remained were 5 greyed orbs atop a pile of ash. My soul was bound, and my lips were sealed. Und was geschah mit eurem Vater, dem Großherzog? He returned to an unsuspecting city and a wayward son with a smirking devil at his side. I tried to tell him the truth, but my mouth couldn't form the words. I'd led him to the battlefield, but Missoura had swept it clean. After, he said only 1 word. Go. So I did. Okay. Ja, wahrscheinlich hat er dabei sein Auge verloren. Warum sollte er sonst? Aber fragen wir ihn doch mal. It is the one scar I ever bore of it. You were right, of course. The new eye is a sending stone, courtesy of Missoura. She uses it to track my location and call from a distance. I could flee to the spine of the world, or the depths of the lower dark, and still never shake her. Ja, diese Augen haben gutes GPS, habe ich gehört. Ja, und warum sollte sie jetzt die Stadt eigentlich retten wollen? She didn't. She came on order of her mistress, Zariel. Tiamat made a play for power. Zariel had other plans. That was the most Missoura's ever said. All that mattered was that she got her prize. Another pet added to her warlock menagerie. Ja, und jetzt bist du hier in meiner Menagerie. Wir kommen später auf das Thema nochmal zurück. I understand. Das ist schön. Gut, dann gehe ich mal. Tschüss. Hauptsache, du bist von Wonne durchtränkt, mein Lieber. So, hier haben wir noch die 2. Die wollen zwar eigentlich nicht mit uns reden, die wollen, glaube ich, ein bisschen heiße Zeit miteinander verbringen, habe ich gehört. Aber ich möchte, vielleicht lassen sie mich ja mitmachen, wer weiß. Ne? Wir fragen mal ganz freundlich an. Schattenherz, hör mal weg, bitte. Hör mal weg. Ja, genau, lies dein Buch und mach Spotify oder so an. There you are. Hi. I have awaited your arrival with great anticipation. Come closer. Ja, immer. Na klar.
Feel my voice rattle your bones as I proclaim our victory. Oh, da wird sehr viel Moon gerattelt. Maiden Selûne, hear me. Ketheric Thorm, traitor, apostle of Merkel, is dead at last. My mate, most high. Darling Isabel is safe and well. Safe and well and returned to my embrace. Blessings upon the slayer of the wicked one. Ja, yay. Und nun? Wo bleibt das silberne Licht? Die Mondmagie. Listen to the subtle vibrations of the Moon Maiden thumping within your heart chambers, friend. She works her magic there. Naja. My darling Isabel says we will stay allied at your side. I am pleased to hear it. Gut, gibt trotzdem noch sehr viel, was ich nicht über euch weiß. Pray, ask, and I will tell. Ja, erzähl mal, wie kam es denn dazu, dass ihr im Schattenfell gefangen wurdet? Ketheric Thorm, father of my one and only love, enslaver of Dame Aylin. Ketheric Thorm never did trust me, even when he worshipped the Moon Maiden. He was threatened by my love for Isabel, by her love for me. When she died, curse the day, the hour. We each of us mourned bitterly. But Ketheric's pain could be touched by no aid, no boundary. He turned to wretched Shah, the Lady of Loss, for relief. And she whispered into his ear, poisoning his mind. He and his loathsome advisor, Balthazar, lured me into the Shadowfell, claimed they'd found someone in need of my aid. There, they trapped me in their infernal cage. I was killed, murdered, made dead over and over and over by justiciars of every make and kind. I was reborn, for it is my nature. And Ketheric fed upon my immortality all the while. But lo, the brute is dead. And we live! Was ich nicht verstehe, wieso hat sie sich da runterlocken lassen? Das ist ja selten dumm. Die hat ihm doch eh wahrscheinlich schon nicht getraut, oder? Ach, Tochter der Selûne, Menschenskinder. Von dir hätte ich mehr erwartet. Do I not radiate with my mother's brightness? Ja, gerade nicht so. Nee, gerade nicht so. There can be no doubt. I am of her silvered flesh, her celestial womb. Gut, das freut mich. Glaubst du, die hilft uns vielleicht? Why, she already has. She has brought her sword to your side, Dame Aylin. So mighty are her wonders, her great wisdom. Together we will set this fair land free of tyranny and murder. Also, wenn ich mal ganz ehrlich sein darf, das ist ziemlich schäbig. Du bist öfter tot gewesen, als du gekämpft hast. Aber gut. Ich nehme das mal so hin. Easy! I can't believe it. I can't believe Aylin is here. And my father. Ja. I heard what happened. Ja. What he'd become. Ich hab gehört, der fliegt immer noch. You set Aylin free. And me. Ja. Dein Vater, glaube ich, der fällt immer noch. Ich sag's dir. Was ist eigentlich zwischen euch geschehen? A great deal. But still, some of the details elude me. Ketheric Thorm was my father. Was? He raised me Hör mir to auf. serve Selûne as my mother, rest her soul, had wished. He was everything to me, all my life. When an emissary of Selûne came to our little town, we were elated. Dame Aylin, daughter of the Moon Maiden herself. Tell me, do you believe in love at first sight? Warte mal, ich guck mal kurz rüber zu Schattenherz. Naja, jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so. Sie war am Anfang ziemlich rassistisch, hat mich angebrüllt. Eher nicht so. Guilty. The moment I looked at Aylin, I
just knew I had to be with her. I was hers. That was it. Lucky for me, she felt the same way. But my father was skeptical. Aylin is immortal, after all. I understand it's strange. There's an imbalance between us, certainly. But I suppose loving Aylin felt the same as loving myself. It was natural. Then... And this is where I still need answers. I died. I'm not sure how, why, but all was black. Irgendwo runtergefallen vielleicht? Liegt in der Familie. I was being jolted awake. I smelled musty air, I saw shadows. And then my father's face. So changed. So hideously warped. Hat er Bu gerufen? You jest. Ja. Yet he did seem a ghost to me. A shadow of the father I loved. He resurrected me with magic so foul I nearly retch just thinking of it. I didn't know that then, but I could see the change in him. He told me we'd be together now. Said that Aylin was dead. I couldn't speak. Could only run. I found last light within the shadows. Made a shelter there. Prayed my father wouldn't find me. By the time Jaheira came, I'd pieced together just enough to know I'd been dead 100 years. That my father was the source of the horrors plaguing this land. My home. I couldn't tell her who I was. I had to protect them. And myself. No matter what. Ja, verständlich. It's all out in the open now. And with my father dead, I have Nee, nothing der to fällt fear. noch. Der lebt noch, ich sag's dir. Except for Aylin. She needs healing. Rest. I'm grateful for your help. Your friendship. I hope we won't intrude on your hospitality too long. But I'm grateful for a safe place to... well... just to be. Ja, wir haben Platz, ne? Wir haben Platz. Ist ein bisschen voll gerade. Wir haben hier einen Eulenbären, wir haben Kratzer, Schattenherz, einen halben Kindergarten. Mittlerweile jetzt auch Jaheira mit ihrem eigenen Camp-Zeltchen da, was auch wunderbar ist, finde ich. Den haben wir auch noch. Braucht keine Sau. Naja, gut. Na gut. So, aber mit Schattenherz ist da auch noch was. Da wollte doch die Aylin noch was sagen. Ja, vielleicht kommt das jetzt, wenn wir den Tag beenden. Ja, kommt. Sonst hätten wir jetzt auswählen können. So, und plötzlich sind alle in Unterwäsche. Das ist immer... Ich finde das immer ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Wenn wir plötzlich alle in Unterwäsche rumstehen. Weiß ich nicht. Aber gut. Wir spielen mal mit. Hat irgendwie was von... Jetzt gibt's gleich Orgie. Aber gut, ne? Ich beschwere mich nicht. What do you know about me? Jetzt geht's los. You spoke of my past. Being chased by wolves. I told no one about that. Almost no one. But I certainly didn't share that with you. There is nothing I can tell you that you do not already know yourself. They trained you well, trained you hard. Chiseled away any part of you that did not fit their plan. They made you forget. I chose to do that. For the mission to protect Shaz. Secrets. Yes, yes, that is an old song, girl. Your goddess cares more for her precious secrets than she does her devotees. Get to the point. When you freed me, you severed a bond between me and that dog, Thorm. A bond of pain. His, inflicted on me. When I laid eyes on you, I sensed a similar bond. You, tethered to two others. Someplace distant. Let me help you remember. You feel Shadowheart's mind tug at the edges of your own. You know this sensation. She wants you to see whatever is about to be revealed. Ich frage mich ja, hat Aylin diese Narben von Thorm zugefügt bekommen? Oder ist es ganz normal bei ihrer Rasse? Naja gut, ich mach mit. Schattenherz, ich stehe das mit dir durch. Your mind joins with Shadowheart's. Something pulls at you both, bringing you elsewhere.
Hübsche Frisur. Oh, sie Wölfe. Sie hat ja Angst vor Wölfen, ne? Ui. Ui, und Schariten. Huch. Ist das ihr Vater? Oder sind die Schariten ihre Eltern? Das ist ihr Vater, der schaut sie doch so an, komm. Au! Das war ihr Vater, 100 Pro. You remember that it is a common rite among Seluna's followers to send their children off into the woods to find their way home. Perhaps this time it had gone awry. It seems that one child never came back. She was taken. Oh. What? Who was that man? You already know. Did you not see yourself in him? Do you not recognize your own blood? My father. That was him. Ja. That is him. He lives still. And your mother, too. No. It can't be. I'm an orphan. And who told you that? Your adoptive family? You are not to blame. You were young, impressionable. They took you because they wanted to break and remake you. But you are a child no longer. You are a woman. One who knows what must be done. My parents. I need to save them. Ah, das war quasi ein Ritus, weil Selune ist ja die Mondmaid und Wölfe und Mond, ihr kennt ja das. Ist jetzt nur mal eine Vermutung, ne? Ich bin in der Lore überhaupt nicht drin, aber denke ich gerade, war der Ritus mit Wolf und Co. und dann kamen die Schariten und haben den Wolf als Selune-Anhänger quasi erledigt in dem Sinne, aber er lebt ja noch. Und Schattenherz entführt. Auf jeden Fall helfe ich dir. Ich bin dabei. Your parents are with your abductors. You will need to return to their lair. But be warned. You may have once thought of them as comrades, mentors, friends, even lovers. They will all be enemies now. You have been forewarned for what is to come, but not yet forearmed. Der Nachtspeer! Den hast du weggeworfen, du Mistfinken! Gut, dass sie ihn gerettet hat. Den brauchen wir, wusste ich's doch. I was able to retrieve it before it sank too far into Shar's umbral domain. Shar is quick to discard whatever she has no use for. I think you know that well enough. But I felt it call to me as I took flight. Whatever Shar calls her own, Seluna has equal claim to. They are one and the same. Their power is matched and mirrored. Take it. You will find it useful. What you do with it, that will be up to you. Same as before. I'll need every advantage, it seems. Thank you. A debt repaid. You returned my life unto me. Now go and claim your own. It hurts. Shar torments you still. What a spiteful creature she is. This will not stop until you take action. See that your parents' sacrifices are not in vain. Allow the Moon Maiden to guide you at last. Oh. Habe ich den jetzt bekommen? Ach, das Ding haben wir auch noch. Warte mal, da müssen wir erstmal. Machen wir erstmal Neueste. So, Neueste. Ja, da ist das Ding. So, erstmal Kesseriks Schild. Den müssen wir ausrüsten. Der ist, glaube ich. Der ist schon gut. Wegen der arkanen Verzauberung, würde ich sagen. Hat das Ding ja nicht.
Da kriegen wir zwar einen Zauberplatz des 1. Grades, aber ganz ehrlich, ich glaube, auf den kann ich verzichten. Den Nesserstein möchte ich noch kurz untersuchen, bevor wir uns den Okay. Naja, gut. So, was kann das Ding? Du bist bei Weisheitsrettungswürfen und Wahrnehmungswürfen im Vorteil. Dunkelsicht, Mondstrahl, Mondstaub. Was macht denn der Mondstaub? Beleuchte den Bereich um dich mit Mondlicht, das Gegnern die Bewegung erschwert und den Schaden deiner Verbündeten stärkt. Geil. Mondstrahl, Lichtstrahl, der Schaden zufügt. Geil. Geil. Ja. Das ist ein geiles Ding, du. Nice. Gehen wir natürlich Schattenherz, ne? Ist ja logisch. Ja. So, das Ding kommt weg. Die Mondlichtglefe. Und wurde ersetzt durch den Nachtspeer von Selûne. Nicey. Da kann man sich schon mal vor Freude drehen. So. Okay. Got to keep moving. Ups. Alright. What now? Dann können wir ja jetzt schlafen gehen, oder? One day I'll catch a break. Ja, ich hab euch vorgewarnt, ne? Das wird eine sehr krasse Laberfolge heute. Aber was muss, das muss. So, 67. Ich verstehe nicht, warum, wieso, weshalb. Und er will immer will er diese blöden Birnen auswählen. Diese bescheuerten Kackbirnen, ey. Meine Güte. Ich verstehe es nicht. Vor allem, das müsste doch eigentlich total easy zu fixen sein, oder? Schau mal. Jetzt haben wir sogar 40. Naja. Stört mich jetzt nicht mega, ne? Aber ist irgendwie ein bisschen... Weiß ich nicht. Man möchte meinen, das sei ein relativ einfacher Fix. Na gut. Ein Schattenherz möchte noch was. My whole life. And I was gullible enough to just believe it. My parents are alive and I have to save them. I think a part of me always knew that. A part that Shah denied to me. Was auch immer ihr tun müsst, ich werde an eurer Seite sein. Thank you. But I want you to refrain from foolish heroics. When the time comes, we'll be entering a nest of vipers. I couldn't bear to lose you. Not after everything. We'd better press on for now, and hope we're ready when the moment comes. But before that, there's one thing I need to see to. Und das wäre? You'll see for yourself soon enough. Just leave it with me. Also es gibt in der Nähe einen Laden, da kann man diverse Dinge zur Schwangerschaftsverhütung kaufen, falls es das ist, aber ich wollte es nur mal kurz so erwähnt haben. Okay, so. Wir haben es geschafft, wir haben gerastet, ne? Wie heißt so schön, wer rastet, der rostet. Jetzt haben wir genug geredet. Nächste Folge. Schauen wir uns den Spaß hier an. Bei der Straße nach Baldurs Tor. Hier, da oben. Da geht's hin. We leave the heart of the Absolute alive. Thanks to you. You did well to defeat Ketheric. But Ketheric was only the first to fall. There are many more battles ahead. And they will not be so easily won. You will need allies. Ja, deswegen habe ich ja auch Jaheira rekrutiert. Jaheira's wisdom will be an asset to you on the journey ahead. Her harpers too. Halsin's strength and loyalty will bolster you in times of need. Jawohl. But if we are to succeed, we will need others. Ja, finden wir schon. Ich suche dann in der Stadt. Good. I'm glad to hear that. Baldurs Gate may not know it yet, but its fate is bound to ours. Seek on its streets those whose purpose aligns with our own, and invite them to our cause. Together, we will put an end to the Absolute, the Chosen, all. Machen wir.
Darf ich mich jetzt endlich teleportieren? Das wäre sehr freundlich. Dankeschön. Free of show. I hope I can say the same of myself. Soon enough. So, meine Lieben. Nächste Folge. Gibt's hoffentlich wieder ein paar schöne Kämpfe, wenn wir uns nochmal hier so ein bisschen umgucken. Ich freue mich drauf. Ihr euch hoffentlich genauso. Das soll's gewesen sein. Danke schön fürs Zuschauen. Gebt einen Like und schreibt einen Kommentar. Es muss nicht mal was mit Substanz sein, was ihr schreibt. Es unterstützt alles diesen Kanal. Macht's gut. Ciao.